Hallo und herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Vor kurzem hat mir die liebe Ljubičica ein sehr gutes und altes Spritzgebäckrezept zugeschickt, das sie mal von einer alten Dame bekommen hat. Sie backt diese Kekse zu allen möglichen Anlässen, weil sich wirklich jeder auf den Geschmack dieser Kekse freut, sogar die, die eigentlich gar kein Kokos mögen. Nachdem mir schon das erste Rezept, das ich von Ljubičica bekommen hatte, so gut gefallen hat, habe ich keinen Moment gezögert, gleich auf Anhieb die ganze Charge, das sind 8 bis 9 Backbleche, zu backen. Diejenigen, für die das zu viel ist, können die Mengenangaben aber auch einfach dritteln. Anders als im Originalrezept habe ich statt Margarine Butter und statt Rum Orangenblütenwasser genommen. Als erstes verrühre ich die Butter mit dem Orangenblütenwasser, dem Zucker, eine Prise Salz, 3 Päckchen Vanillinzucker und 3 mittelgroßen Eiern. Dann gebe ich 1 Kilo Mehl und das Backpulver hinzu und knete den Teig gründlich durch. Da ich aus dem Teig 2 Sorten Spritzgebäck machen will, teile ich den Teig in 2 gleich große Teile und mische einen Teil mit Kokosraspeln und den anderen mit gemahlenen Mandeln. Nach der Zubereitung sollte der Teig mindestens 30 Minuten gekühlt werden. Am besten bereitet man den Teig am Abend zu und stellt ihn über Nacht in den Kühlschrank. Da der Teig nach dem Kühlen recht fest wird, forme ich ihn jetzt schon mal zu mehreren Rollen. Wofür das gut ist, seht ihr gleich. Zum Formen der Kekse benötigt ihr einen Fleischwolf mit Gebäckvorsatz. Die Links zu einfachen und sehr günstigen Modellen zum Kurbeln und auch zu verschiedenen Spritzgebäckvorsätzen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich benutze lieber den Fleischwolf meiner Küchenmaschine. Der Aufbau dauert nur wenige Minuten und dann kann es auch schon losgehen. Wenn ihr den Teig wie hier schon vor dem Kühlen zu Rollen formt, dann könnt ihr diese ganz einfach in den Fleischwolf füllen und müsst den Teig nicht erst mühsam in Stücke brechen. Je nach Dicke und gewünschtem Bräunungsgrad könnt ihr die Plätzchen bei 170 bis 180 Grad Ober- und Unterhitze etwa 8 bis 15 Minuten backen. Direkt nach dem Backen ist das Spritzgebäck noch sehr knusprig, wird aber, wenn man es nicht luftdicht verpackt, noch etwas weicher. Pur schmecken die Plätzchen schon richtig gut, aber wenn ihr etwas Abwechslung haben wollt, könnt ihr sie zum Beispiel mit einer Zimt-Zuckermischung bestreuen oder aber auch teilweise in Kuvertüre tunken. Auf jeden Fall ist das für mich ab sofort mein Lieblingsrezept für Spritzgebäck und ich danke Ljubičica ganz herzlich für dieses großartige Rezept.